So, ich habe mein Ziel jetzt weiter weggestellt und würde das hier mit dem Laser jetzt einmal testen, wie weit das weg ist. Da würde ich erstmal den Punkt ansetzen und dann (21,96), also knapp 22, und die Linie ist genau beim Scope mehr oder weniger. Okay, ich habe jetzt 22 ermittelt. Und das würde bedeuten in der Klickliste 1. Und da bin ich ja mal gespannt, ob wir das so ohne weiteres umsetzen können. Ein Klick. Und schauen wir mal. So, dann wollen wir mal so einen Punkt messen. Er ist also 9 mm, so ich hier sehe. Nehmen wir von da bis da, kann es besser sehen. Ja, der Kreis ist 9 mm. Also haben wir jetzt mit der Waffe auf 22 Meter innerhalb der 9 mm Bereiche geschossen. Das sollte wohl genau genug sein, von der 15 bis 20 mm vorne. So, jetzt testen wir nochmal eine etwas nähere Position, um da auch die Klickliste zu überprüfen. Ich sag mal so 9 Meter, das muss ungefähr hier sein. Man hatte mir schon mal ein Zeichen gemacht, aber mit dem Laser wird das jetzt vielleicht anders sein. Schauen wir mal. So, wir sehen hier oben, ist die Hinterkante vom Gerät, also diese hier. Die müsste ich jetzt hier quasi ohne Sonnenblende an das Scope halten. (9,45). So, ich habe hier fast 9,75, 9,45 mit dem Laser gemessen. Ich muss natürlich sagen, diese Werte, die wir hier schon drauf geschrieben haben, sind mit dem Maßband gemacht worden. Vielleicht müsste ich das jetzt mit dem Laser nochmal wieder alles überprüfen. Aber ich gebe jetzt mal ein paar Schuss ab. So, wir haben 9,45 oder 75, das heißt, wenn wir da die Hälfte von nehmen, 9,5, dann wären es von 20 bis 27 3,5, also 23 Klicks. So, ich habe jetzt da 3 Schuss reingegeben. Die Klickliste scheint also nicht zu stimmen, aber das Gewehr schießt genau. Also 3 Mal in ein Loch. Ich müsste jetzt die Klickliste verändern und hier 1, 2, 3 Klicks nach unten gehen, also noch oben drauf ziehen. Machen wir jetzt mal und dann schauen wir mal.
Also ich hätte 23 genommen. Machen wir 3 Klicks mehr, also 26. Mal sehen, was jetzt passiert. So, der Schuss ging noch höher. Also war das ein Fehler. Und zwar hier oben steht hier ab. Ich habe den Schuss quasi noch höher gezogen. Und von 23 auf 26 und hätte von 23 auf 20 gehen müssen, weil es dann nicht ab ist, sondern down. Ja, dann müsste jetzt also auf 20 gehen. So, der Schuss ging immer noch zu hoch. Ich werde jetzt nochmal entgegengesetzt ab, so down, nochmal 2 Klicks runter machen, also auf 18. So, jetzt war der Schuss genau drin. Ich hatte auf 18. Jetzt ist mir nur eingefallen, dass ich, wie man sieht, das Ziel sich ja deutlich tiefer befindet als vorhin, wo es draußen war, da oben. Also einen ganzen Meter tiefer. Und wenn ich das jetzt mal hier anhebe, das Gewehr, dann sehe ich am Winkelmesser, dass ich irgendwo bei 10 Grad bin. Und das macht natürlich schon wieder was aus. Da muss ich natürlich dann dementsprechend wieder anpassen. Und das wird wahrscheinlich das gewesen sein. Das heißt, man kann das so auch dann nicht machen. Mit unterschiedlichen Höhen. Ich muss die Ziele quasi auf einer Höhe haben. Ansonsten verändert sich das wieder. Und ich muss den Winkel mit berechnen, wo ich natürlich auf meiner Klickliste noch keine Winkel mit aufgeführt habe, wie viel Veränderung das ergibt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das 2-3 Klicks sind. Und die habe ich ja jetzt gemerkt in dem Bereich, dass ich mittlerweile auf 18 runter bin, obwohl ich bei 9,5 Meter bin. So, draußen ist der Ström am Regnen. Ich habe hier extra schönen Lichtschalter für die gesamte Schießbahn, LED-Strahler. Und das hat natürlich auch einen Vorteil. Man kann dann bei Wind und Wetter schießen. Im Sommer ist es natürlich schöner draußen. So, ich habe jetzt hier ein Stativ geholt. Das kann man hier schön verstellen und rauf und runter schieben, so dass ich den jetzt genau auf die Höhe einstellen kann, die mir fehlt. Da unten sind auch schöne spitze Füße, die man in den Boden rammen kann. Und dieses Schiebesystem kann ich unendlich erhöhen. Ich habe hier unten kann ich noch ein Gewicht dranhängen, damit es stabiler steht. Und da habe ich eine Schraube durch in den Kasten, auch wieder mit Stoff. Und hinter, man sieht es hier soeben, eine 2 cm Spanplatte, Sperrholzplatte. Und hier vorne aufgeklebt und wieder der Deckel, um später das alles zu entsorgen. Und die sind total leise, man hört also nichts. Und jedes Geschoss wird zu 100% aufgefangen. So, und beim Räumen habe ich natürlich, beim Holen von dem Stativ, habe ich natürlich die richtige Klickliste gefunden. Die ist vom 23., die ist vom 20., mit der ich die ganze Zeit geschossen habe. Vergleichen wir das mal. Ich hatte eben 9,5 und war dann bei 23 zu hoch und habe dann runter auf 18 gemacht. Und das ist genau gemäß der Klickliste. Und hier waren es nämlich
wie man sieht, 27:20. Hier ist es 23:17. Also werde ich das jetzt nochmal beschießen. Und man sieht, jetzt ist der oberste Kasten genau auf der Höhe, wo eben bei 22 Meter draußen der Kasten war. Der Höhenunterschied ist jetzt nicht mehr da.